Richard Hart baut diese Projekte so auf, dass die am Ende alles outperformen vom Preis her. Pulse, Puls und Hex gehen nur noch runter in den letzten Wochen. Ist das Ganze ein Scam? Was steckt da wirklich hinter? Was sollst du jetzt wissen? Und wie können wir uns anhand der Vergangenheit jetzt hier mal anschauen, was hier wirklich gerade passiert? Wenn du Hilfe bei irgendwas brauchst, erinnere dich dran, du kannst gerne unten bei mir einen Termin buchen. Wir haben eine WhatsApp, eine Telegram-Community, da findest du auch meine WhatsApp-Nummer. Und ja, vergiss nicht zu liken, vergiss nicht zu abonnieren und jetzt viel Spaß bei dem Video. Das ist wirklich eine Information, die ich euch einfach geben musste, bevor ich jetzt gleich zum Friseur auch gehe, weil ich eine Sache gefunden habe und diese nennt sich Look into Hex. Ja, und hier steht drinne, wie Hex denn so performt hat. Ziemlich spannend, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Hier haben wir von einem Multiplier, das heißt 1, ja, eine 1 ist sozusagen das, wo jeder gestartet hat, aus einem Dollar ein Dollar gemacht. Hier ist aus einem Dollar ein Zehntel, aus einem Dollar einen Cent gemacht. Hier sind die Tage in dieser Linie. Und das Interessante ist halt hier zu sehen, dass wir hier nicht nur Hex Pink, die Hex Shares im Weißen, sondern wir haben ja auch BNB, wir haben hier Hedron, wir haben hier Ethereum und wir haben hier Bitcoin. Und hier können wir halt dementsprechend eigentlich mal ganz cool sehen, wo die Dinger denn wirklich krass abgegangen sind, beziehungsweise wie lange sie gebraucht haben. Und bei Hex sieht man recht schnell, dass Hex hier in den ersten 300 bis 600 Tagen eigentlich alles outperformt hatte, ja, und langfristig gesehen jetzt aber, so wie auch all die anderen Sachen, immer mal wieder einen Dip haben, ja, ist natürlich auch Hex hier gerade am Dippen und man kann aber hier stark davon ausgehen, dass es hier sehr stark hochgehen wird, so wie hier bei BNB würde man das mal ausmachen, wäre es hier oben gewesen, würde hier runtergehen und danach richtig hoch pushen. Bei Ethereum genau das gleiche, hat einen Dip und geht danach noch weiter hoch und ja, was aber jetzt natürlich für uns das Wichtigste ist, wie sah es denn am Anfang bei Hex aus? Und das ist halt hier eben genau das Interessante. In den ersten, und das sieht man hier ganz schön gut, in den ersten, ja, sagen wir mal, in den ersten 115 Tagen war Hex im Minus. Im Minus, ja, wenn man am Anfang, ich sag mal, den Dollar als Dollar sieht, war Hex wirklich in den ersten 30 Tagen fast 98%, fast 90%, ja, wahrscheinlich sogar 90%, wenn nicht sogar mehr, im Minus, ist dann gestiegen. Ja, hier diesen Anstieg hätte man schön gut mitnehmen können. Der könnte also dementsprechend auch bald bei Puls und bei Puls X geschehen. Das weiß man nie. Und ist danach dann aber wirklich in schwindelerregenden Höhen hier auf einen über ja, 10x, dann auf bis über, ja, einfach nur geisteskrank, auf 811, 859x gegangen vom Start. Ja, und das hat wirklich, das sieht man hier auch, das hat kein Bitcoin geschafft, das hat kein Ethereum, das hat kein BNB, das hat keine einzige Währung seit dem Launch von Hex geschafft, überhaupt so krass zu performen. Könnt ihr hier ganz schön gut sehen, denn Hex ist auch jetzt noch, ja gut, BNB hat sich auch nicht schlecht getan. Ja, da ist es jetzt gerade hier fast gleich auf mit, aber ansonsten einfach eine radikale Nummer, wenn man so sagen möchte. Und extremst interessant. Aber genau das hier, finde ich, ist das Coole, weil hier sieht man, und das ist jetzt das Wichtige, diese, wie nennen wir sie? Ich habe sie mal Vampire jetzt einfach hier mal getauft. Hier in dieser Zeit, wo es einfach nur runtergeht, ja, wo all die Blutsauger und all die Vampire, die hier drin sind, weil sie kurz und schnell Geld machen wollen, ja, der sollen die alle den Glauben an Puls X, an Hex verlieren. Und genau das tun sie ja auch. Denn in dem Moment, wo das passiert, dass es hier extremst runtergeht und das Projekt auch erstmal unten bleibt, fällt es dem Projekt danach leichter, hier extremst krass zu steigen. Ja, denn ohne diese Phase hier, ja, wäre dieser erste Anstieg hier, der dann wirklich auch über das 1x hochgeht, wäre der nicht so extrem gewesen, sondern wäre der so ausgefallen wie bei Bitcoin, Ethereum und allen anderen. Da wir aber eben alles outperformen wollen, müssen wir dafür sorgen und solltest auch du dir sicher sein, ja, dass wenn du jemand bist, der hier einfach nur kurz schnell rein raus
gehen möchte, dann ist es hier nichts für dich. Sondern Richard Hart baut diese Projekte so auf, dass die am Ende alles outperformen vom Preis her und das hat er hiermit extremst gut geschafft. Deswegen bin ich mir auch einfach sicher, dass Hex, ohne jetzt hier ein Non-Financial Advice, dass Hex, das Puls X, dementsprechend aber eben auch Incentive, langfristig gesehen extrem, extrem krass performen werden. Ja. Und so fand ich diesen Chart hier einfach nur extremst interessant. Ja. Und finde es einfach übertrieben cool, einfach mal zu sehen, so wie sich die Sachen denn aber auch entwickelt haben. Ne? Vor allen Dingen jetzt hier, wo man alles einfach mal vergleicht und wo krass, ne? Bitcoin ist hier bei 301, einer 301.000 X, also aus einem Dollar 301.000 gemacht. Ethereum ist aktuell bei aus einem Dollar 1000 gemacht. Ja, BNB ist aus einem Dollar 3.500 gemacht. Hex ist gerade nur bei 16.000, ja doch, ne, bei einem 16,188. Dementsprechend, nee, wobei, eigentlich müsste es viel, viel höher sein. Naja, also es sind auf jeden Fall riesige Zahlen hier. Und was ich euch einfach sagen wollte, Richard Hart hat hier noch ein paar Sachen im Ärmel, ja, wie zum Beispiel beziehungsweise Sacrifice, was ja auch war von Puls, wo 650 Millionen in die Treasury gepackt wurden und diese wurden bis jetzt noch nicht angerührt. Das sind ja halbe, mehr als eine halbe Milliarden in DAI, also in einem Stablecoin, womit der Richard Hart dementsprechend echt verdammt viel machen könnte. Der Typ ist super reich, der Typ weiß genau, was er macht, nur der Typ muss echt dafür sorgen, dass jetzt hier all die Leute, die sozusagen Weekends haben, dementsprechend nicht nur schnell verkaufen, sondern auch wenn sie kaufen, schnell wieder abverkaufen bei einem 2-3x, dass die halt hier alle draußen sind. Warum? Darum, dass wir dann am Ende hier extreme Steigung haben können, weil das wollen wir ja letztendlich auch. Genau, jetzt habe ich hier noch von Warren Buffett einen Artikel, beziehungsweise der schreibt hier über Warren Buffett. Und was hier noch interessant war, war, dass Warren Buffett natürlich sagt, das Schöne an Buffetts Investmentphilosophie ist die Einfachheit, denn sie kommen ohne komplizierte Mathematik, finanziellen Background und hellseherischen Fähigkeiten aus, sondern beruhe auf dem gesunden Menschenverstand und der Geduld. Aber gerade Geduld ist nicht immer leicht aufzubringen, wenn es an den Märkten rauf und runter geht. Zwei der wichtigsten Grundzüge von Buffetts Investmentstrategien lauten daher: langsam reich werden und stets einen kühlen Kopf bewahren. Nerven aus Stahl und Gelassenheit seien notwendig, wenn sich die Dinge zum Schlechten entwickeln. Nicht der Tageskurs, sondern die langfristige Geschäftsentwicklung müsse im Vordergrund der Investmententscheidung stehen, aber auch im anderen Extrem, wenn eine Aktie abhebt, muss Ruhe bewahrt werden, damit man nicht zu schnell verkauft. Genau, das ist auch das gleiche bei Hex natürlich. Ne? So, und das hier ist mega interessant. Buffett beschreibt den Markt als Verschiebebahnhof, in dem das Geld von den Ungeduldigen zu den Geduldigen wandert. Und als Tipp für die Geduldprobe sagt der Stratege, die Börse ist nur der Marktplatz, die Wertschöpfung findet nicht dort, sondern im Unternehmen statt. Daher sollte man lieber das Unternehmen, dessen Ertragskraft und die Zukunftsstrategie studieren und nicht den aktuellen Aktienkurs. Denn die Unternehmensperformance liefert den Schlüssel zur Aktienauswahl. Ist natürlich jetzt hier genau das Gleiche. Hier wissen wir, wer dahinter steckt. Wir wissen, was da die deflationären Faktoren etc. Und so wählen wir dann letztendlich auch unser Investment aus. Ja. Hier das Thema mit der kleinen Diversifikation, das Risiko zu streuen, möglichst viele verschiedene Unternehmensanteile zu halten, gehört nicht zur Buffett-Strategie. Eher das Gegenteil, lieber größere Summen in wenige Unternehmen investieren, bevor das Portfolio zu groß wird. Höchstens 10 werden empfohlen. Ja. Und genau, gute Kaufgelegenheiten gäbe es immer wieder. Eine Buy-Say sei daher kein harter Rückschlag, sondern eine gute Gelegenheit für Schnäppchen. Wenn die Masse sich von einer Aktie abwendet, rät zu einer Gegenbewegung, um ein Leben lang ein erfolgreicher Investor zu sein, müsse man nur wenige Male zuschlagen, dafür aber zum richtigen Zeitpunkt. Ja? Und das ist extremst interessant, denn
ja, wenn man diese Sachen alle im Kopf so behält, kann man da auf jeden Fall schon viel von mitnehmen. Und Aktien oder Kryptos, ich finde, da ist eigentlich recht viel ähnlich und hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Friseur und wir sehen uns morgen.